In den folgenden Minuten geht es um eine besondere Trockenbürstvariante beim Grundieren, um Malen im Slapshot-Stil und wie man dabei auch Ölfarben ziemlich cool einsetzen kann. Und damit moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Wer die sogenannte Slapshot-Bemaltechnik noch nicht kennt, Modelle werden hierbei zunächst schwarz grundiert, um dann großflächig mit einem hellgrau und danach noch an den Kanten mit weiß trocken gebürstet zu werden. Auf diese 50 Shades of Grey werden dann lasierende Farben wie zum Beispiel klassische Inks aus dem Künstlerbedarf, die Contrast Colors von Games Workshop, die Speed Paints von The Army Painter oder die Instant Colors von Scale 75 aufgebracht. Das Ergebnis ist eine sehr kontrastreiche und etwas düstere Bemalung, die zudem ultra schnell von der Hand geht. Ich möchte euch nun zwei Varianten zeigen, wie ihr ganz einfach noch mehr aus der Slapshot-Technik rausholen könnt. Die erste Variante beginnt beim Grundieren, genauer gesagt beim Trockenbürsten mit hellgrau und weiß. Statt kreuz und quer zu bürsten, kann man natürlich auch aus nur einer Richtung übers Modell streichen. Zum Beispiel von oben nach unten, um einen zenitalen Lichteinfall zu simulieren. Ich mache es aber noch ein wenig anders und bürste zentral vom Kopf weg. Meine Idee dabei ist, dass der Kopf so am hellsten wird und die anderen erhellten Flächen quasi dynamisch vom Kopf weggehen. Es ist also fast eine klassisch zenitale Beleuchtung, aber besonders auf den abstehenden Armen fällt auf, dass es dort durch die vom Kopf wegbürsten Methode doch leicht anders aussieht. Die Beine liegen dann auch meist im Schatten, was den Blick des Betrachters automatisch nach oben lenkt. Und genau das ist in dem Fall auch pure Absicht. Als Modelle habe ich das Ogre-Team für Blitzbowl am Start, wobei sich die Grundierungsvariante nur an den Ogern gut zeigen lässt. Aber auch bei den kleinen Gnobblers wird man es später einigermaßen erkennen können. Nach dem Grundieren geht es dann klassisch mit lasierenden Farben weiter, in meinem Fall mit den Contrast Colors von Games Workshop. Wie erwartet bekommt man auf unebenen Flächen den Slapshot-typischen Kontrast und durch das Trockenbürsten vom Kopf weg einen realistischen Licht- und Schattenverlauf. Nach dem Auftragen von klassischen Metallfarben kommt nun die zweite Variante, mit der ihr die Slapshot-Technik erweitern könnt. Und zwar durch Ölfarben. Ich habe dafür die Haut der Ogre gewählt, da sie auf den Modellen die größte Fläche ausmachen. Als Farbton nehme ich ein helles, lederartiges Braun und verdünne es, bis eine milchartige Konsistenz entsteht. Die Farbe sollte also nicht mehr ganz deckend, aber auch nicht zu dünnflüssig sein. Ähnlich wie ein Wash oder eine Kontrastfarbe. Damit wird nun die Haut bemalt, um alles etwa 24 Stunden lang antrocknen zu lassen. Denn Ölfarben lassen sich bekanntlich noch nach Tagen reaktivieren und abnehmen. Allerdings soll die Farbe gar nicht komplett runtergenommen werden, entsprechend wird auch kein Verdünner benötigt. Ein Stück Schminkschwämmchen reicht, denn die fusseln nicht so wie Wattestäbchen. Reibt dann zunächst ultra vorsichtig über die Flächen mit der Ölfarbe, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie leicht oder wie schwer sich die Ölfarbe abnehmen lässt. Denn je länger die Ölfarbe angetrocknet ist, desto fester wird sie. Wer andersherum nur ein paar Stunden gewartet hat, wischt sie hingegen sofort und komplett wieder runter. Und wenn ihr an einer Stelle mal zu viel Ölfarbe heruntergenommen habt, nehmt einfach etwas pure Farbe auf euer Schwämmchen und tupft sie vorsichtig auf die entsprechende Stelle. Mit dem vorsichtigen Abreiben der Ölfarbe erreicht ihr nun zweierlei Dinge. Erstens könnt ihr so die Highlights ganz nach Belieben herausarbeiten. Zweitens könnt ihr alle umliegenden Farben und Flächen nun miteinander verblenden. Dafür reibt ihr einfach mit dem Schminkschwämmchen vorsichtig über das gesamte Modell, damit sich überall ein wenig Ölfarbe absetzt. Das ist wie vorsichtiges Trockenbürsten, nur dass es geschmiert ist. Also Trockenschmieren quasi. Hier seht ihr einige Vorher-Nachher-Vergleiche. Links vor dem Trockenschmieren, rechts ist das trockengeschmierte Modell. Und genauso könnt ihr dann auch auf Modellen, die nicht mit Ölfarbe bemalt wurden, die Farben angleichen. Wie in meinem Fall bei den Gnobblers. Mal abgesehen von der Wartezeit bei der Ölfarbe ging auch diese Bemalung wieder recht fix. Ich habe dann abseits der Kamera noch rund eine Stunde investiert, um ein paar Kantenakzente zu setzen, die Augen zu malen, hier und da den Kontrast durch Blacklining zu verstärken und die Metallflächen mit leichten Rosteffekten zu versehen. Nach dem Versiegeln mit Mattlack seht ihr hier nun die Ergebnisse. Und übrigens, die Zähne der Gnobblers sind nicht extra bemalt, das Weiß ist noch vom Trockenbürsten.
Ich hoffe, ihr habt ein paar Anregungen für eure nächsten Malprojekte oder Slapshop-Sessions mitnehmen können. Viel Spaß dabei und wir sehen uns dann nächsten Freitag. Bis dann.